Nachdem ich in den letzten beiden Videos den Hobbykeller vorbereitet und mit einer Hintergrundkulisse und einer Beleuchtung versehen habe, werde ich jetzt mit dem Bau der eigentlichen Modellbahn beginnen. Auf der untersten Ebene entsteht ein 9-gleisiger Schattenbahnhof mit Gleislängen von 390 bis 470 cm, der zukünftig 15 Züge mit einer Länge von bis zu gut 4 Metern beheimaten soll. Zunächst werde ich zeigen, wie ich ihn gebaut habe, dann im zweiten Abschnitt kurz auf das Betriebskonzept eingehen. Den Abschluss bilden erste Testfahrten und die Ausfahrt eines Kesselwagen-Ganzzuges aus dem Schattenbahnhof. Die Ein- und Ausfahrtbereiche des Schattenbahnhofs habe ich als selbsttragende Segmente ausgeführt. Der Hauptgrund ist, dass ich sie so rückenschonend und in Ruhe komplett am Werktisch fertigstellen und verkabeln kann. Da ich die verwendeten schlanken K-Gleisweichen auf Servoantrieb umgebaut habe, ist es so sehr viel einfacher, den Stellweg exakt einzustellen. Wie ich den Umbau der Weichen genau gemacht habe, zeige ich in einem gesonderten Video. Auch die Verkabelung, die wegen der angestrebten lückenlosen Rückmeldung sehr viel aufwendiger ausfällt als für eine digitale Modellbahn gemeinhin gedacht, ist so einfacher durchzuführen. Theoretisch wäre es so natürlich auch möglich, die Segmente wiederzuverwenden, aber ich hoffe inständig, dass das nicht notwendig sein wird. Als Material für die Segmentkästen habe ich 10 x 40 mm starke Kiefernleisten und 10 mm dickes Pappesparholz verwendet. Damit ist die Konstruktion ausreichend stabil und immer noch schön leicht. Auf die Platte habe ich zunächst mit einem flexiblen Kleber 4 mm dicke Korktapete als Schallschutz aufgeklebt, erst darauf mit flexiblem Latexkleber die Märklin-K-Gleise. Lediglich, um die Flexgleise bändigen und in Form halten zu können, habe ich Eiskleber verwenden müssen. Die Breite meines Schattenbahnhofs beträgt 60 cm. Das ist einerseits das Maß der Sparholzplatten, andererseits kann ich so auch noch gut mit meinem Arm das hinterste Gleis erreichen, wobei auch der Abstand von 20 cm zwischen den Schattenbahnhofsebenen beiträgt. Mit links und rechts 3 cm zum Rand passen genau 10 Gleise mit einem Parallelgleisabstand von 57 mm auf die Platte, was dem Raster der schlanken K-Gleisweichen mit 900 mm Abzweigradius entspricht. Mit dem notwendigen Richtungsgleis in der Gegenrichtung bleiben mir so 9 Schattenbahnhofsgleise übrig. Die Segmentkästen habe ich direkt an die Wand geschraubt. Auf der gegenüberliegenden Seite werden sie von 40 mm breiten Kiefernleisten getragen. Deren Stärke beträgt, je nach erwarteter Traglast und frei nach Bauchgefühl, 29 bis 40 mm. Diese vertikalen Stützen sind bereits länger bemessen, da sie später einmal auch noch die zweite Schattenbahnhofsebene und den sichtbaren Bereich tragen werden. Zwischen den Ein- und Ausfahrten wird der Schattenbahnhof von fest verschraubten 29 x 40 mm starken Kiefernleisten getragen, auf die die Sparholzplatten aufgelegt und verschraubt sind. Anschließend habe ich dann die Gleise zwischen den weichen Bereichen verbunden, wobei neben vielen geraden auch eigentlich Flexgleise zum Einsatz kamen. Man unterschätzt leicht, wie viel Gleismaterial für so einen Schattenbahnhof verbaut werden muss. Allein für diese unterste Ebene habe ich fast 60 Meter Gleise verlegt. Nach der Herstellung der Trennstellen und der Verkabelung ist der Schattenbahnhof nun erst einmal fertig und kann getestet werden. Wie erwähnt, sollen in den neuen Gleisen zukünftig 15 Zuggarnituren Platz finden. 3 Gleise habe ich für sehr lange Züge vorgesehen, wobei die längste Zuggarnitur 4,20 Meter sein kann. In 4 Gleisen möchte ich jeweils 2 mittellange Züge von bis zu knapp 2 Meter hintereinander abstellen. Ein einzelnes Gleis ist für 4 Kurzzüge und Triebwagen vorgesehen, die ebenfalls in Reihe stehen. Das 9. Gleis möchte ich als Durchfahrtsgleis freihalten. Bei Verwendung von sequentiellen Abstellgleisen wird zumeist vor der Ausfahrt in den sichtbaren Bereich eine zusätzliche Kehre empfohlen, damit man gezielt Zuggarnituren auswählen kann und die davorstehenden wieder hinten einreihen. Das war mir aber ehrlich gesagt zu aufwendig. Wie man jetzt gleich in den Testfahrten sieht, ist es auch problemlos möglich, Züge einfach nach der Ausfahrt wenden zu lassen und über das Durchfahrts- oder in dem Fall besser Umfahrungsgleis um den Schattenbahnhof herum zurückzustoßen und dann, nach erneutem Richtungswechsel, sich wieder wie gewünscht hinten einzureihen. Für den allerersten Test musste meine E41012 herhalten. Man sieht, wie sie hier auf Gleis 1 langsam die 4 Parkpositionen abfährt und dazwischen, wie gewünscht, sanft abbremst und beschleunigt.
Der ganze Ablauf geschieht vollautomatisch über den Computer, wobei, ihr ahnt es schon, das Thema Computersteuerung den Rahmen dieses Videos sprengen würde und daher später mal extra gezeigt wird. Im zweiten Testlauf habe ich insgesamt 3 kurze Zuggarnituren, alle Schattenbahnhofsgleise einmal komplett abfahren lassen. Auch den Fahrtrichtungswechsel und das Zurückstoßen erledigt alles Modellbahnkollege PC von allein. Die ganze Prozedur hat über 20 Minuten gedauert, deshalb habe ich den Film an der Stelle deutlich beschleunigt. Während die 3 Triebwagen hier im ICE-Tempo ihr Testprogramm abspulen, möchte ich euch schon einmal einen ersten Ausblick auf meine kommenden Videothemen geben. Den Umbau der K-Gleisweichen auf Sauantrieb habe ich ja bereits angesprochen. Im automatischen Betrieb führt eine nicht- oder falschschaltende Weiche fast schon unweigerlich zu einem Unfall. Leider sind die elektromagnetischen Antriebe von Marklin nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit bekannt, vorsichtig ausgedrückt. Daher habe ich sie auf Sauantrieb umgebaut, wobei ich einen, wie ich denke, sehr einfachen und pragmatischen Ansatz gefunden habe, der es mir ermöglicht, die Weichen nun sanft und absolut zuverlässig zu schalten. Dank einer zuverlässigen Rückmeldung jederzeit zu wissen, wo welcher Zug sich gerade befindet, ist ähnlich wichtig für einen reibungslosen Automatikbetrieb. Hier möchte ich einmal vorstellen, welche Möglichkeiten es gibt und dann meinen Weg zeigen, den ich für meine Anlage gewählt habe. Das Thema Schallschutz fällt ja schon eher in den Bereich Fahrkomfort, soll aber auch mal näher beleuchtet werden. In meiner untersten Anlagenebene, die gerade entsteht, möchte ich auch eine Geschwindigkeitsmessanlage und eine Radreinigung einbauen. Zudem einen Gleisanschluss, über den Züge direkt aus einer Vitrine oder einer Aufbewahrungsbox direkt auf die Anlage fahren können. Überhaupt habe ich einmal als Brainstorming Ideen aufgeschrieben, was rund um die Modelleisenbahn interessante YouTube-Inhalte sein könnten. Nun habe ich fast 50 Stichpunkte auf meinem Zettel stehen, die umgesetzt werden können. Hilfreiche Helfer für den Anlagenbau, Computersteuerung, Gleis- und Trassenbau und Wiesmann Car-Motion sind nur einige Stichworte aus meiner langen Liste, die neben weiteren Videos über den Fortschritt beim Bau meiner Modellbahnanlage hoffentlich spannenden Content geben werden. Ob die Themen aber wirklich in der Reihenfolge kommen und ob ich es jetzt über die Feiertage weiterhin jede Woche schaffe, ein Video zu veröffentlichen, kann ich jetzt aber noch nicht versprechen. Nur, dass mir die Ideen für eine weitere gute Unterhaltung auf meinem Kanal hoffentlich nicht so schnell ausgehen. Zudem möchte ich die jetzt anstehende steile Zeit natürlich nutzen, um fleißig weiter an meiner Anlage zu bauen. Die bereits erwähnten Restarbeiten an der unteren Ebene stehen noch an. Dann folgt der Gleiswende hinauf zur mittleren Ebene und der obere, sehr ähnlich wie der untere aufgebaute zweite Schattenbahnhof. Ist dieser fertiggestellt, kann der zweite Gleiswende hinauf zur Paradestrecke in Angriff genommen werden. Dann die ersten, ebenfalls noch unterirdischen Gleisanlagen der Nebenstrecke. Ich denke, die Arbeiten gehen mir in nächster Zeit also eher nicht aus. Zu guter Letzt möchte ich euch noch eine kurze Sequenz eines ausfahrenden Kesselwagen Ganzzuges vorspielen. Der Verband besteht aus 24 vierachsigen Kesselwagen von Marklin. Gezogen wird er von einer Baureihe 42. Diese bekommt Nachschub von der BR 85005. In Summe ist die Fuhre fast 4 Meter lang und zeigt in meinen Augen sehr schön, wie eindrucksvoll vorbildnahe Garnituren mit einem großen Schattenbahnhof umgesetzt werden können. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Falls ihr mitverfolgen wollt, wie sich meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage weiterentwickelt, so lasst doch gerne ein Abo da und schaut euch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Danke für euren Besuch in meinem Hobbykeller und hoffentlich auch bis bald.